10 Pfennig sind hier noch drin. Bei Versagen Knopf drücken. Willkommen zu Part 2 der Roomtour durchs Man Cave. Willkommen zu einer neuen Folge Eiche machen Sachen. Viel Spaß, Film ab. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Rest an, oder? Let's go! Brown Sugar Tapioca. So lecker. Hier ist der 3D-Drucker. Hier ist der Prusa Mini. Und guck mal, wie klein das alles hier ist. Ja? Ich habe hier meinen Lautsprecher, dann kommt der Verstärker und da oben, hier passt gerade so ins Eck, der 3D-Drucker. Ich habe hier gerade noch so Seifenschälchen drauf. Hier ist auch noch eins auf dem Printbed. Also hier das Licht für die Top-Down-Sachen. Ich mache jetzt mal die Kamera hoch. Ich will euch zeigen, wie ich das immer mache. Akku raus, mach den HDMI ab und dann kommt die Kamera hier oben rein. So. Moment. Yes. Ich mache das nochmal aus, damit man was sieht. So. So ist die Kamera dann da oben drin. Und so mache ich die Top-Down-Schüsse. Die Glotze hier, die habe ich aktuell da stehen, weil ich im Stream, ich finde es so nervig, wenn du einen Fernseher hast, bei dem du jedes Mal da rumschalten musst. So, HDMI. Und was ich mache, ich gehe auf Internet und im Browser öffne ich meinen Twitch-Chat. Chat-Einstellungen auf den Dunkelmodus. So, und that's it. Dann habe ich meinen Twitch-Chat im Hintergrund, wenn ich von da filme. Das ist doch nice, oder? Und da unten, der ganze Shit. Objektive, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Live-Shit. Lauter Kram, den ich brauche. Ich versuche das so gut wie möglich zu labeln. Da unten sind noch Konsolen. Da ist das ganze Bastelstuff. Ihr seht's. Star Wars Diorama, Kartenspiele. Eine Menge Shit. Da sind Fotohintergründe, also Leder, ein Greenscreen. Ein Badetuch, falls mal was nass wird. Wichtig. Nicht wegwerfen. Gregor Katsios, das ABC der Videospiele. Der geilste Typ, Adam Savage. Life is what you make it, the Sunday Times Bestseller. Kamera, Gimbal. Hier ist die U-Bridge. Die können wir schön mit dem Stream Deck ändern, das machen wir gleich mal. So, machen wir mal Tokio mit rosa und mit blau. Was haben wir hier noch für Schätze? Moment. Independence Day. Da fand ich als Kind dieses Holo-Cover so abgefahren. Jetzt kommt die Ecke vom Man Cave, die ich am allerwenigsten mag. Nein! Ist jetzt hier der Akku leer, oder was? 70%. Ah, ich glaube, die hat overheated. Ich glaube, die hat sich abgeschalten, weil es schon wieder hier drin scheiß warm ist. Und das ist... Ich liebe das Man Cave, aber diesen Shit hasse ich. Ja, es ist immer f***ing warm hier drin. Und dann so warm, dass die f***ing Kamera sich ausschaltet. Naja. Ich nehme jetzt mal diesen Blickwinkel und das ist das, was ihr nie seht, weil es scheiße aussieht. Ihr seht ja entweder hier so den Blick oder den Blick. Und den Blick, den versuche ich immer zu vermeiden. Das ist die hässliche Ecke. Aber sie ist nun mal da. Das einzig Gute ist, ich habe hier ein Waschbecken. Hier kann ich Pinsel auswaschen, auch mal ein Glas Wasser trinken oder die Zähne putzen. Was haben wir hier noch? Maske. Bäh. Falls die Purge losgeht, VHS-Kassetten, da unten auch noch eine Menge VHS-Kassetten. Mülleimer, man braucht sie. Heizlüfter, wenn es zu kalt ist. Ventilator, wenn es zu heiß ist. Ich befinde mich ja im 4. Stock, direkt unterm Dach. Und es ist immer extrem. Es ist nur einen ganz kleinen Teil im Jahr richtig geil hier drin. Hier sind die Häuschen. Das hier, ich glaube, das war das allererste Haus. Das hier war das allererste Häuschen, was ich jemals gebaut habe. Und das war ja dann auch so der Grund, warum ich überhaupt mit YouTube angefangen habe. Es war März 2020, Pandemie, und ich habe angefangen, diese Häuschen zu bauen. Das war das allererste Eiche-machen-Sachen-Video.
Ja, und was auch viele nicht wissen ist, zwischen dem YouTube-Video-Häuschen und dem allerersten Häuschen habe ich noch andere gebaut. Zum Beispiel diese Perle hier. Das Kame-Haus. Das Kame-Haus von Muten Roshi. Die Proportionen stimmen nicht ganz, aber das war vom Machen her richtig, richtig schön. Das hat mir ultra Laune gemacht. Und irgendwann, ich weiß, ich habe 1000 Projekte hier, aber irgendwann baue ich dann eine zweite Version davon, die deutlich breiter ist und die mehr so aussieht wie das Original. 4 Häuschen gibt's. Ich weiß noch nicht, was ich mit denen mache. Das hier ist so ein bisschen meine Ladeecke. Hier lade ich Akkus, hier sind noch mehr Akkus, Powerbank und noch mehr Akkuladeshit. Das ist alles Katastrophe, alles ein bisschen improvisiert. Da unten sind noch mehr Kameras, können wir uns auch irgendwann mal detaillierter angucken. Da sind auch noch ein paar Schätze dabei. Da ist eine Kiev 88, das ist eine Mittelformatkamera. Oder das ist cool. Das gucken wir vielleicht noch kurz an. Da schauen wir noch kurz rein. Hier. Mikrofone. Ist nicht so interessant. Aber schau hier. Super 8. Review S8 Sound Deluxe. Schönes Teil. Oh, ich raste aus. Jetzt lief die GoPro nicht. Als ich diesen Spielautomaten da gezeigt habe. Also Spielautomat machen wir vielleicht nachher nochmal. Wir gucken uns jetzt noch das Twitch-Streaming-Setup an. Weil ich habe hier ja gerade alle Lichter angemacht, damit ihr was seht. So ist es normalerweise nicht. Ich zeige euch, wie es eigentlich ist. Dazu mache ich das hier aus. Das Licht ist auch aus. Das Licht da oben ist auch aus. Jetzt wird die wahrscheinlich die ISO hochknallen. Dann dieser Vorhang hier, der ist auch zu. Es wird richtig dark jetzt hier drin, ja. Vorne hatte ich es ja weiß. Und zum Twitch-Stream, das ist mein Standard-Setting. Hier habe ich dieses Tokyo-Setting. Dann, Und dann sieht das hier auch gleich viel besser aus. Guck, ist nicht mehr so überbelichtet. Und jetzt pflanze ich mich mal kurz hin. Und wir starten jetzt mal OBS. Ich weiß gar nicht, warum ich so aus der Puste bin. Ich bin auch so ein bisschen aufgeregt. Euphorisch, alles Erinnerungen gerade und alles guter Shit, den ich euch irgendwie zeigen möchte. OBS, Open Broadcasting Software heißt es, glaube ich. Und dann schiebe ich mir hier das Mikrofon so hin. Und da könnt ihr schon, da seht ihr ja schon. Moment, ich starte mal die Aufnahme. So, da ist er. Und da ist er. Und das ist das Twitch-Setup, das ihr kennt aus dem Stream. Das ist das Bild, was ihr gewohnt seid. Und ja, und dann laber ich hier rein und zock irgendwas mit euch. Moment, den machen wir noch. In den letzten Monaten habe ich halt so viel hier drin realisieren können und so viel machen können. Ich habe keine Ahnung, wie viele Quadratmeter das sind. Sind vielleicht, ich glaube, es sind 12 Quadratmeter oder so. Und die Decke ist so niedrig. Ein Kumpel von mir, wenn der hier steht, die Decke hört direkt über seinem Kopf auf. Ich kann mich hier nicht strecken. Wenn ich manchmal im Stehen gähne, dann schlage ich mir die Hände an. Ja, aber trotz des kleinen Raumes habe ich mir irgendwie alles hier so hingerichtet, dass ich sehr viel mitmachen kann. Ich kann das Eiche machen, Setup machen mit Top-Down und mit hier auf den Arbeitsflächen arbeiten. Oh, jetzt wird's gut, Alter. Jetzt wird's richtig gut. Ich kann das Live-Twitch-Setting hier machen mit Stream und bla. Unfassbar, es passiert nichts. Einmal, dass ich in diesem Spiel nicht dreckig getötet werde. Nein! Ich bin happy mit den Lichtlösungen hier. Ich bin nicht hundertprozentig mit dem Licht. Ich kann hier keinen riesigen Diffuser aufstellen oder keinen Rembrandt ins Gesicht zaubern. Aber es ist okay. Also mit denen, wenn ich da von da drüben filme, habe ich ja das Licht, das Ringlicht oben an. Es ballert mir einfach ins Gesicht, aber es ist hell genug. Und wenn ich so streame, habe ich da oben die kleine Leuchte an und das reicht. Und zusammen mit dem Hue hinten, das kann ich ja auch noch ändern, machen wir mal rot. Und dann kann ich so einfach ziemlich viele Stimmungen erzeugen und es ist fucking easy, ja. Es ist nicht super low budget, aber es ist jetzt auch nicht mega krass. Zum Beispiel die Leuchte da oben kostet 7 Euro oder so. Und das Hue ist jetzt auch nicht so teuer. Ich mache noch kurz den Spielautomaten.
Alright, also jetzt machen wir mal hier wieder den Vorhang auf. Guck mal, wie schön, Alter. Schöner Spielautomat mit D-Mark, Pfennig und all dem Shit, ja. Das Ding läuft tatsächlich. Allerdings gehen hier nur die Lichter an. Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe keinen Plan von Spielautomaten. Da steht drauf Rotomat Lord, Münzspeicher, Rückgabeknopf, Superspiele, Stopp, 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 Startgeräte. Wer mir sagen kann, wie man den aufbekommt ohne Schlüssel, kann sich gerne melden. Vielleicht gibt es irgendeinen Kniff, irgendeinen Trick oder so. Und wie gesagt, der ist im Arsch. Also man kann Münzen einwerfen, der reagiert aber eigentlich auf nichts. Wenn ich Münzen reinwerfe, warte mal, ist hier nicht... 10 Pfennig sind hier noch drin. Bei Versagen Knopf drücken. Geht das? Ja, fällt einfach durch. Ja, ey, vielleicht weiß jemand was. Vielleicht kennt jemand das Gerät und kann mir dann einen Tipp geben, was damit ist oder wie ich es wieder repariert bekomme. Oder ich fände es nämlich schade. Ich fände es ein schönes Teil und wäre ja auch eine ganz coole Folge eigentlich. So, stecken wir es wieder aus. Nee, ich lasse mal an. Ich lasse es mal an. 1000 Projekte, die ich irgendwann mal mache. Aber es ist ja auch viel Sammelshit und viel Begeisterung einfach. Und ich muss es ja auch nicht in naher Zukunft machen. Ich kann es ja irgendwann mal machen. Oder nie. Auch geil. Ah, hier sind noch meine Rubik's Cubes. Da hinten ist noch ein Toaster. Das hier sind Teile von einem Mandalorian-Helm. Und das hier, das ist mein supergeiles RC-Car. Mein ferngesteuertes Auto im A-Team-Look. Und das habe ich so mit 15, 16 gebaut. Ist eine Tamiya Lunchbox. Das hier war die erste Karosserie mit so Eco Unlimited Aufklebern aus dem Klamottenladen. Yes, das hat immer super Laune gemacht, war ein schönes Hobby und ich bin schon Jahre nicht mehr gefahren. Ah, guck da oben, Eiche mit 15 oder 16. Verrückter Scheiß, Mann, langes her. Irgendwo ist die ISS. Ich glaube, hier ist die ISS. Die stand hier im Schrank, ist mir aber runtergefallen, 1000 Teile zerbrochen. So, und ich glaube, wir haben's. Ich glaube, dass das die Tour durchs Man Cave war. Und ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber wir können das jetzt einfach so machen. Wenn euch irgendwas mega gut gefallen hat oder noch interessiert oder was ihr jetzt hier irgendwie gesehen habt, haut mich ruhig an. Dann machen wir es entweder live oder wir machen ein Video drüber. Und das war ich glaube, das war die Man Cave Tour. Ich glaube, wir haben's. Okay, warum zeige ich euch das überhaupt alles? Warum haben wir diese Tour hier gemacht? Ich werde ausziehen. Ich werde das Man Cave verlassen, so leid es mir auch tut, so schwer es mir auch fällt. Ich liebe diesen kleinen Raum hier, aber genauso sehr hasse ich ihn auch, weil er so klein ist, weil er ständig zu kalt, zu warm, whatever ist. Ich bin hier nur am Rumräumen. Ich kann hier auch kein geiles Lichtsetup oder ähnliches aufbauen. Und es hat sich für mich eine Möglichkeit ergeben. Ich kriege eine neue Räumlichkeit. Eiche machen Sachen, kriegt ein neues Zuhause. Ich sage jetzt an der Stelle auch mal, lasst ruhig ein Abo da, wenn ihr das Ganze weiterverfolgen wollt. Denn da werden noch ein paar Videos kommen. Und sonst hoffe ich, dass ihr viel Spaß hattet mit der Tour und dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute.